100 Spieler werden in einer Minecraft-Mittelalterwelt um Ruhm und Ehre kämpfen. Es werden große Schlachten geführt und unglaubliche Burgen erbaut. Anders als im normalen Minecraft kann man hier nicht einfach so alle Rohstoffe erfahren. Auf verschiedensten Inseln, die eingenommen werden können, gibt es Diamanten, Gold, Leder und mehr. Die Könige können diese Rohstoffe zum Handeln verwenden oder im Krieg andere Inseln erobern. Welches dieser 7 Königreiche wird am Ende als mächtigstes hervorgehen? Viel Spaß mit Lucania Legenden, die Schlacht der 7 Königreiche. Vielen Dank an Protagons, der dieses Event organisiert hat. Wir wussten, dass wir uns beeilen mussten, denn wir teilten uns mit einem anderen Königreich eine Inselgruppe. Wer jetzt schneller sein würde, würde am Ende die besseren Ressourcen haben. Unsere Aufgabe war klar, so schnell wie möglich Ausrüstung besorgen und dann zu der Insel laufen, auf die es auch das andere Königreich abgesehen haben wird. Wer die Zuckerrohrinsel erobern würde, hätte am Ende die wertvollste Ressource. Ich selber gehörte zur Königsgarde, genauso wie mein alter Freund Leo. Unsere Aufgabe war es, König Bill um jeden Preis zu schützen. Wir stellten uns Steinäxte her, denn diese würden für den ersten Kampf ausreichen. Leo und mir war klar, sobald wir auf das andere Team treffen würden, würde der Kampf beginnen. Und unsere Aufgabe als Königsgarde war, König Bill um jeden Preis am Leben zu halten. Wir waren bereit, unseren König mit unserem Leben zu verteidigen. Die Uhr tickte und wir rannten los. Wir hatten einen weiten Weg vor uns. Während der König mit der Königsgarde bis zur Zuckerrohrinsel laufen würde, sollten andere Mitglieder des Königreiches nach und nach die anderen Inseln erobern. Die erste wichtige Insel war eine Vulkaninsel. Wenn wir diese Insel übernehmen, dann hätten wir Lava. Diese Lava würde später noch sehr wichtig für unsere Verteidigungsanlage werden. Außerdem würde man mit diesem Lava auch noch Feuerpfeile herstellen können, mit welchen man Gebäude aus Holz und auch andere Spieler aus der Entfernung anzünden können würde. Die zweite Insel war eine Pferdeinsel. Mit diesen Pferden haben wir auf dem Festland einen großen Vorteil, denn diese Pferde waren die schnellsten Pferde, die man finden konnte. Und auch genau diese Pferde würden uns im Kampf gegen König Protag helfen. We are gonna fight. Here you go, Luke. Have a weapon. Oh, thank you very much, King Bill. I will protect you with my life. Die Götter wussten, dass der Kampf bevorstehen würde. Der Himmel wurde grau und es fing an zu regnen. Wir wussten, was gleich passieren würde das Schicksal der gesamten östlichen Inselgruppe bestimmen. Ein Kampf war unausweichlich. Wir rannten so schnell wir konnten. There they are! Death to you all, I say! Death Attack! to you all, King William! Attack, people, attack! Back away now! Protect the king! Bacon! Kill them! Swing thy sword, Bacon! Protect the king! Nay, yes, protect me! Oh heavens, there's horses! Oh yes, the cavalry What is the here! hell? Take out the horses! Take out the... Oh, good heavens! Während wir dabei waren, zur Zuckerrohrinsel zu rennen, hatten bereits Sir Phobos und Lumi 2 Pferde gezähmt. Es dauerte auch nicht lang, ehe sie die ersten Lanzen hergestellt hatten. Oh, It's over for you, Protag. No. Protagonist. Oh heavens, I'm sorry! It's over for you. No! Die beiden Reiter konnten einige feindliche Soldaten von den Klippen schleudern. Uns war klar, dass wir diesen Kampf so gut wie gewonnen hatten. Your men are dying. Do you yield? Your No, men no, are no. dying. I yield! Please save Bacon here! Pick King your men William. up and flee this island. It is now ours. We will be good friends if thou would please help me revive my teammates. Please! What shall we do, King Bill? Okay, team, I get beg to ye. it. Pick them up. Thank you for your mercy. Alright, we're gonna help you, Protag. We're gonna help you. König Protag flehte um Gnade. Und da unser König hohe moralische Werte vertrat, verschonte er das Leben von Protag. Protag schwor, dass er und seine Leute von der Zuckerrohrinsel Abstand halten würden. Und da König Bill vorhatte, ein freundschaftliches Verhältnis zum Goldenen Königreich aufzubauen, bot der König Protag an, dass er und seine Soldaten die Diamantinsel ganz in der Nähe bekommen würden. Protag stimmte zu. Und genau dieser Deal würde später noch das Schicksal der östlichen Inselsgruppe bestimmen. Ich war froh, als ich sah, dass Leo den Kampf auch überlebt hatte. Wir feierten beide mit einem Stück Rindfleisch und wussten, dass uns als Königsgarde bald schon ein noch größerer Auftrag bevorstehen würde. Watch out, King Bill, there are walkers! Oh, we got walkers. Watch out. I'm gonna protect you. Why are the walkers here? Marched up from the south. That is strange. Was hatten diese Walker hier draußen auf den östlichen Inseln zu suchen? Normalerweise würden diese Kreaturen nur in den kalten Regionen umherlaufen. Wir wussten, irgendetwas kam nach und nach auf uns zu. Auf der Lavainsel fingen wir an, Dripstone und Magmablöcke zu sammeln, denn wir wussten, dass uns früher oder später ein anderes Königreich angreifen würde. Wir mussten uns auf mögliche Angriffe vorbereiten. Als wir wieder zu unserer Hauptinsel zurückkamen und es wieder Tag wurde, verteilte König Bill Aufgaben. Da Leo und ich zur Königsgarde gehörten, war es unsere Priorität, in den Höhlen nach Eisenerz zu suchen, damit wir uns dann daraus Rüstungen und Waffen herstellen können würden. Oh, Leo, watch out! There are walkers down there. Oh, that's so loud! Hey, come here, you little rat! Come to me, yes, come here. I mean, if we stay up here, it's... Oh, no, there's one more walker! No, Leo! Wir hatten nicht erwartet, in den Höhlen auf Walker zu stoßen. Aber das erklärte, warum diese Dinge auf einmal hier waren. Diese Monster hatten es irgendwie geschafft, von den nördlichen Inseln über die Höhlensysteme bis hin zu unserer Inselsgruppe zu kommen. Das Betreten der Höhlen war zwar sehr riskant, aber dafür würden wir hier eine große Menge an Eisen finden. Leo und ich stellten uns eine vollständige Eisenrüstung her und wir wussten, dass wir jetzt in der Lage waren, den König noch besser beschützen zu können. Da wir noch einiges Eisen übrig hatten, kletterten wir wieder an die Oberfläche, um es mit den anderen zu teilen. König Bill befahl uns, dass wir als Garde des Königs uns etwas Nahrung für den Notfall besorgen sollten. Dank des Eisens aus den
den Höhlen waren wir auf mögliche Angriffe von König Protag vorbereitet. Aber nicht nur König Protag war eine Gefahr. Jenseits des Ozeans gab es auch noch andere Königreiche, die nur darauf warteten, auf Eroberungsfeldzüge zu ziehen. Leo und ich unterhielten uns über unser Leben. Wir beide kannten uns schon eine ganze Weile und waren auch beide zur gleichen Zeit zur Königsgarde aufgestiegen. Unser Dorf, aus dem wir kamen, existiert aber leider nicht mehr, da es von Walkern überrannt wurde. Da wir eine mögliche Konfrontation mit dem Goldenen Königreich von König Protag vermeiden wollten, ritt ich zusammen mit der Hand des Königs Lord Adam zum Gebiet des Goldenen Königreiches. Die Luft wurde kalt und das Wetter rau. König Protags Untertanen sagten uns, dass ihr König am Strand sei. Er selber wartete auf einem Steg. Lord Adam unterhielt sich mit König Protag und ich bemerkte, dass wir die ganze Zeit beobachtet wurden. Ich hielt meine Waffen bereit, sollte es hier zu einem möglichen Konflikt kommen. Denn schließlich hatten wir damals Protag und seine Leute von der Zuckerrohrinsel vertrieben. Lord Adam und Protag einigten sich auf eine Art Bündnis, denn schließlich mussten wir als Inselgruppe zusammenhalten. Protag würde von uns Papier aus Zuckerrohr erhalten und dafür würden wir ein paar Diamanten bekommen. Außerdem war unser Ziel, ein Handelsbündnis mit dem Roten Königreich aufzubauen, denn diese hatten Boote und wir brauchten Boote, um den Ozean zu überqueren. Es war nicht möglich, sich gewöhnliche Minecraft-Boote herzustellen. Und sollte man versuchen, über den Ozean zu schwimmen, dann würde man wegen des kalten Wassers erfrieren. Als Lord Adam und ich zurück zu den Grundmauern unserer zukünftigen Burg ritten, bemerkte ich, dass wir hohen Besuch hatten. König Dread aus dem Roten Königreich stand vor König Bill. Das war ein gutes Zeichen, denn vielleicht würde König Dread ein paar Bootsteile gegen wertvolles Papier eintauschen. Ich rannte sofort zu König Bill, denn schließlich war ich eine Königsgarde und musste meinen König um jeden Preis verteidigen. König Bill entschied sich dazu, ein Gespräch mit König Dread und König Protag zu führen. Da wir das einzige Königreich mit Zuckerrohr waren, hatten wir einen enormen Handelsvorteil und da König Rot ganz in der Nähe von unserer Hauptinsel war und sie außerdem einen großen Vorrat an Schiffsteilen hatten, wäre ein Bündnis für uns nur von Vorteil. Beide Könige erreichten bei Nacht unsere Insel. Sie hatten keine Soldaten dabei. Noch nicht einmal eine Königsgarde wurde mitgeschickt. Das war ein gutes Zeichen, denn damit zeigten sie uns, dass sie uns vertrauten. Was wir zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wussten: einer der beiden Könige spielte ein Spiel mit falschen Karten. Nach einem langen Gespräch kamen alle drei Könige zu dem Entschluss, dass wir als Königreiche des Ostens zusammenhalten mussten. Es wurde beschlossen, dass wir dennoch Kontakt zu den anderen Königreichen aufbauen sollten. König Protag entschloss sich, nach Westen zu fahren, um somit diplomatische Beziehungen zu den anderen Königreichen aufzubauen. Da er allein unterwegs war, trug mir König Bill auf, Protag zu begleiten und ihn mit meinem Leben zu beschützen. Wir liefen gemeinsam zum Strand und ich war überrascht, wie groß das Boot von König Dread war. Als Zeichen der Freundschaft und als Zeichen des östlichen Bündnisses schenkte er uns ein Boot. Ich betrat das Boot, in dem sich König Protag und König Dread befand und wir fuhren los. Unser erstes Ziel war die Hauptinsel vom Lilanen Königreich, welches durch König Tricolor regiert wurde. Aber als wir dort an Land gingen, musste ich etwas Erschreckendes feststellen. Die Soldaten vom Lilanen Königreich verhielten sich merkwürdig. Als ich genauer hinschaute, wusste ich auch warum. Einer von ihnen hielt ein Schild mit dem Banner vom Blauen Königreich in den Händen. Woher hatte dieser Soldat dieses Schild? Was hatte es damit auf sich? Hatten die Soldaten vom Lilanen Königreich bereits einige unserer Soldaten angegriffen? Oder warum hatten sie sonst ein Schild vom Blauen Königreich? Ich musste dringend König Bill über diese Entdeckung berichten. Wir segelten weiter und kamen zum Grünen Königreich, in welchem Königin DJ regierte. Aber auch hier stießen wir nicht auf Gastfreundschaft. Warum waren andere Königreiche dem östlichen Bündnis so negativ gegenüber eingestellt? Bei unserem Gespräch mit Königin DJ bemerkte ich, dass wir bereits aus der Entfernung beobachtet wurden. Einige Reiter des Grünen Königreiches waren auf einem Berg und bereit, uns jederzeit anzugreifen. Ich warnte Protag und als er sein Gespräch beendet hatte, waren wir bereit, wieder weiterzuziehen. Sie brachten mich zurück zu meiner Heimatinsel. Ich rannte so schnell ich konnte zurück zu unserer Burg, um König Bill von der versuchten und gescheiterten Verhandlung zu informieren. Während wir unterwegs waren, kam die Benachrichtigung, dass sich eine legendäre Waffe ganz in unserer Nähe befand. Insgesamt gab es 7 verschiedene legendäre Waffen. Darunter ein Schwert, was effektiv gegen Untote war, ein Feuerschwert und auch ein Bogen aus Drachenknochen. Sollte es uns gelingen, eine dieser Waffen zu bekommen, dann wäre unser Königreich bei weitem mächtiger. König Bill trug mir auf, mich auf dem Weg zur legendären Waffe zu machen, denn diese würde sich ganz in der Nähe von unserem Königreich befinden. Ich sattelte das Pferd Ferdinand und ritt mit ihm so schnell ich konnte zu den angegebenen Koordinaten. Ich wusste, dass das Blaue Königreich nicht das einzige Königreich sein würde, das sich auf den Weg dorthin machen würde. Auf der Brücke zur Insel der legendären Waffe traf ich auf Soldaten von König Protag. Da wir in einem Bündnis waren, hatte ich nichts zu befürchten und ich würde im Ernstfall sogar mit ihnen zusammen um die legendäre Waffe kämpfen. Plötzlich tauchte das Team auf, vor dem ich am meisten Sorge hatte. Der lilane König Tricolor war mit seinen Soldaten bis zur östlichen Inselgruppe gereist, um die legendäre Waffe für sich zu beanspruchen. Protag versuchte Tricolor davon zu überzeugen, ein Handelsbündnis einzugehen. Aber als die Gespräche geführt wurden, stellte sich heraus, dass es Tricolor irgendwie geschafft hatte, an Zuckerrohr zu kommen. Das war kein gutes Zeichen, denn das Blaue Königreich war eigentlich das einzige Königreich, das Zuckerrohr besaß. Hatte es etwas damit zu tun, dass einige seiner Soldaten ein Schild vom Blauen Königreich hatten? Hatten sie etwa blaue Soldaten überfallen? Da wir in der Überzahl waren, entschied sich Tricolor dazu, sich zurückzuziehen. Wir konnten nun gemeinsam die legendäre Waffe für das östliche Bündnis gewinnen. Die gemeinsame Streitkraft des östlichen Bündnisses erreichte die Stelle, an der die legendäre Waffe erscheinen würde. Jedoch tauchten Soldaten auf, mit denen das Blaue Königreich noch keinen Kontakt hatte. Was hatten hier die hellblauen Soldaten verloren? Warum wollten sie hier auf unserer Insel
Angriffsgruppe die legendäre Waffe für sich beanspruchen. Es entfachte eine heftige Diskussion zwischen Protag und den hellen blauen Soldaten, als plötzlich die legendäre Waffe auftauchte. Ich blieb zurück, denn die Waffe sollte vom König oder von der Hand des Königs beansprucht werden. Ich war überrascht, als die Soldaten plötzlich wie wilde Tiere auf das Fass losgestürmt waren. Ich war mir nicht sicher, ob diese Soldaten auch im Ernstfall wirklich zu ihrem König halten würden. Uns wurde befohlen, dass wir uns nicht bewegen sollten, sobald die legendäre Waffe auftauchen würde. Ich musste König Bill darüber informieren, dass manche Soldaten nicht seinen Befehl gefolgt waren. Lumi, ein Soldat des Blauen Königreiches, hatte die Waffe bei sich und übergab sie König Bill. Mir fiel aber auf, dass er das nur widerwillig tat. Irgendetwas plante Lumi. Was Lumi aber planen würde, würde ich erst später herausfinden. Am nächsten Tag ritt ich gemeinsam mit Lord Adam, der Hand des Königs, zu König Protag, um mit ihm zu verhandeln. Wir brauchten Soldaten, um uns das Zuckerrohr von König Tricolor zurückzuholen. Notfalls müssten wir Gewalt anwenden. Protag willigte ein, denn wir sagten ihm, dass sollte er zusagen, er Zuckerrohr von uns bekommen würde. Dieses Zuckerrohr brauchte er, um seine Waffen und seine Ausrüstung zu verbessern. Daher entschied sich Lord Adam, gemeinsam mit Leo und mir zum hellblauen Königreich zu segeln. Das hellblaue Königreich war das einzige Königreich, was Zugang zu Lapis Lazuli hatte. Endlich waren Leo und ich wieder gemeinsam unterwegs. Wir würden Lord Adam mit unserem Leben beschützen. Lord Adam unterhielt sich die ganze Nacht mit Josh, der Hand des Königs des hellblauen Königreiches, und wir bemerkten eine gewisse Aggressivität uns gegenüber. Mir war unwohl bei der Sache, aber Adam konnte Papier gegen etwas Lapis Lazuli tauschen. Auch hier musste irgendetwas vorgefallen sein. Warum war das hellblaue Königreich uns gegenüber so aggressiv eingestellt? Hatte Tricolor etwas damit zu tun? Wir brachten das Lapis Lazuli zurück zu unserem Königreich und konnten als erstes Team unsere Ausrüstung verzaubern. Das einzige, was jetzt noch fehlte, waren die Diamanten, um die bestmögliche Ausrüstung zu erhalten. Da wir vorhatten, das lilane Königreich anzugreifen, mussten wir uns neben König Protag auch noch einen weiteren Verbündeten suchen. Da das rote Königreich auch zur östlichen Allianz gehörte, segelten wir dorthin, um mit König Dread zu reden. Natürlich sollte es erst einmal eine friedliche Verhandlung mit dem lilanen Königreich geben. Aber sollte sich König Tricolor weigern, das Zuckerrohr zurückzugeben, dann würden wir angreifen. Mit je mehr Soldaten wir dort erscheinen würden, desto eingeschüchterter würde König Tricolor sein. Als wir das rote Königreich erreichten, bemerkte ich gleich die Hitze. Außerdem fiel mir auch gleich die Umgebung auf. Die Insel schien eine Art Wüsteninsel zu sein. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht zu lang in der prallen Sonne verweilen würden, denn dann würden wir bestimmt einen Hitzeschlag bekommen. Wir warteten vor den Toren der Roten Burg, denn der König war gerade nicht auf der Insel. Während wir warteten, boten uns die roten Soldaten Kaktussaft an. Wir lehnten aber ab, da wir sahen, dass es einigen Soldaten durch diesen Kaktussaft nicht ganz so gut ging. Sie redeten auch ganz wirres Zeug. Wir sollten lieber vorsichtig mit den Bewohnern des Roten Königreiches sein. Da König Dread nicht zurück zu seiner Insel kam, hatten wir eine Nachricht hinterlassen und kurz darauf wurde ein Treffen in der Blauen Burg einberufen. In diesem Treffen diskutierten die Mitglieder der östlichen Allianz darüber, was als nächstes passieren sollte. Alle einigten sich auf den Plan von Bill, erst einmal mit Tricolor zu reden, und sollte er nicht einwilligen, das Zuckerrohr zurückzugeben, dann würden wir den Krieg erklären. Wir zogen gemeinsam los, bestiegen die Boote und fuhren in Richtung Westen, um König Tricolor bei seiner Burg zu treffen. Wir waren nicht viele Soldaten, aber genug, um die Könige im Notfall zu verteidigen und ihnen zu einer Flucht zu verhelfen. Es war erstaunlich ruhig auf der Insel vom lilanen Königreich. Hatte man uns etwa bereits erwartet? Wir liefen durch die goldenen Felder und erreichten kurz darauf die Burg vom lilanen Königreich. Tricolor war bereit, mit uns zu reden und befahl seinen Truppen, die Waffen ruhig zu halten, denn in diesem Gespräch sollte kein Blut fließen. Tricolor hörte sich das Angebot der östlichen Allianz an. Er sollte das Zuckerrohr zurückgeben und als Dank würde er in unserem Handelsnetzwerk aufgenommen werden. Erstaunlicherweise stimmte Tricolor dem Deal zu und sagte uns, dass wir gemeinsam zum Grünen Königreich segeln sollten, denn er habe bereits ein Bündnis mit Grün und wünschte sich, dass das Grüne Königreich auch mit in unserem Handelsnetzwerk aufgenommen werden würde. Bill, Protag und Dread stimmten zu und segelten zum Grünen Königreich. Tricolor sagte, dass er noch einen Moment brauchen würde. Mir wurde aufgetragen, zusammen mit den Soldaten von Protag König Tricolor sicher zur Grünen Insel zu eskortieren. Als ich Tricolor abholen wollte, bemerkte ich, wie er eine hitzige Diskussion mit Emerald, dem König des Grauen Königreiches, führte. Anscheinend wurde das lilane Königreich bereits zum wiederholten Male von Grau angegriffen. Das würden wir doch bestimmt irgendwie zu unserem Vorteil ausnutzen können. Ich musste so schnell wie möglich König Bill darüber informieren. Nachdem Tricolor mit seinem Gespräch fertig war, setzten wir gemeinsam die Segel und machten uns auf den Weg zurück zur Insel vom Grünen Königreich. Dort angekommen bemerkten wir aber, dass weder König Bill noch König Protag vor Ort waren. Sogar die Königin des Grünen Königreiches, Lady DJ, war nicht vor Ort. Tricolor wies seine Soldaten an, sofort wieder zurückzusegeln, denn er hielt das alles hier für einen Hinterhalt. Da ich kein Boot bei mir hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als gemeinsam mit Tricolor und seinen Leuten zurückzusegeln. Ich hoffte, dass sich König Bill dort auf der Inselgruppe von Tricolor irgendwo aufhalten würde. Sollte dem nicht so sein, dann hätte ich ein großes Problem. Wie sollte ich sonst zurück zu meiner Heimatinsel kommen? Ich redete mit König Tricolor und bat ihn, dass er uns ein Boot gab oder einen seiner Soldaten mit einem Boot losschickte, um uns zurück zu unserer Insel zu bringen. Da wir aber weder Diamanten noch sonst irgendeine Wertsache bei uns hatten, sagte Tricolor, dass wir irgendwie zu Fuß einen Weg zurückfinden mussten. Neben mir lief Randoms. Genauso wie ich war auch er ein Soldat im Blauen Königreich. Wir beide wurden aber von den anderen zurückgelassen und haben keine Hilfe von König Tricolor bekommen. Hello. Do you guys know Sir Phobos? Of course we know Sir Phobos. What do you want from Sir Phobos? Okay. Can you give him a message for me? No, of course we can. What shall we say? Tell him that I'm gonna kill him soon. Okay.
Let's go, Randoms. Wir kamen an der Burg von Tricolor vorbei und sahen König Bill und König Protag, die beide Könige mit Tricolor sprachen. Wir liefen so schnell wir konnten zu König Bill, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Doch dann geschah etwas Unvorhersehbares. Ich bemerkte, dass es um eine hitzige Diskussion ging. Bill und Protag wollten Tricolor überzeugen, dem Handelsbündnis beizutreten und das Bündnis zum Grünen Königreich zu beenden. You swear against Green to not ally with them whatsoever. We will open our trade network. We will deliver the legendary weapon to thee. In exchange for one of my islands, I see. Yes. And the previous deal stands from before, regarding the sugarcane. Open trade for paper and these diamonds in apology. And what number would that be? This is 11. I have more I can throw in. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, als ich sah, wie die Soldaten von Tricolor positioniert waren. I believe we only have one option, and that is war. Oh no! Protect King Bill! Get him, boys! Get him! Protect the king! King Bill, come We here! will slay you. Try to run to the boat! This is for the men you spent to spy on us in Red Mask. You will Run, King not Bill! escape here with your life. I'm gonna protect you! Yes, go to the boats! Go to the boats! Kill the blues. There's one boat! Everybody on the boat! In the boat! Okay, let's go! Go! No, wait for me! See Wait for for me! No! allies. Don't leave me here! Oh my god, what should I do? No, not the horse! Not the horse, you rats! You purple rats! Come here. Alright. Let's go for... Okay, three against one. Oh, that's... Mir wurde schwarz vor Augen und als ich wieder aufwachte, schmeckte ich Salzwasser im Mund. Die Soldaten von Tricolor hatten mich mit ihrem Boot bis vor die Küste von unserer Heimatinsel gebracht und mich als Warnung ins Wasser geworfen. Ich musste sofort die anderen Bewohner vom Blauen Königreich informieren. Als ich jedoch die Burgmauer betrat und auf die ersten Soldaten traf, musste ich etwas Schreckliches feststellen. König Bill wurde von Tricolor gefangen genommen. Das würde Krieg bedeuten. Da König Bill gefangen genommen wurde, blieb uns nichts anderes übrig, als mit allen Mitteln zu versuchen, ihn vom Lilanen Königreich zu befreien. Tricolor hatte damit eine Grenze überschritten. Lord Adam wendete sich sofort an unsere Verbündeten. König Dread kam gleich zu uns und auch Protag versicherte uns seine Unterstützung. Wir würden alle gemeinsam in den Krieg ziehen. Smelzy, unser Hofnarr, war schon seit einiger Zeit im Gefängnis, da er zu oft beim Jonglieren die Fackeln hat fallen lassen und damit hat er aus Versehen ein Haus angezündet. Aber für den Kampf gegen Lila brauchten wir jeden Kämpfer. Deswegen wurde er verschont und durfte uns helfen. Nach und nach tauchten die Soldaten der anderen Königreiche auf. Zuerst erschienen die roten Soldaten und sie rochen wieder mal nach diesem merkwürdigen Kaktussaft. Ich wusste nicht, ob das ein gutes Zeichen war, aber wie ich erwähnt habe, brauchten wir jede kämpfende Hand. Sie boten mir auch einen Schluck Kaktussaft an, aber ich wusste, dass wenn ich zusagen würde, ich nicht mehr gerade laufen können würde. Am Strand hatte ich die Möglichkeit, mit Sir Phobos zu reden. Ich übersendete ihm die Botschaft von Phobos aus dem Lilanen Königreich und er erzählte mir seine dunkle Vergangenheit. Save Phobos for me. What do you want from Phobos? I wish to kill him. You wish to kill him? Why? He is but my brother. I do not wish for Phobos to remain. We were twins at birth. His original name is Phobos. I am not the man as you know. As a signal on my back, as you see that mask there, reminds me of my past and who I once was. For my true name is Deadhead. Sollte es mir möglich sein, dann würde ich Sir Phobos bei seinem Vorhaben unterstützen. Jetzt war es aber erst einmal wichtig, alle Soldaten auf den Schiffen zu verteilen. Man konnte merken, dass die Atmosphäre angespannt war. Ich hörte die roten Soldaten Witze machen, aber das lag wahrscheinlich an dem Kaktussaft, den sie getrunken hatten. Die Schiffe segelten los. Die Sonne ging unter, aber unsere Hoffnung stieg weit nach oben. Wir waren die goldenen Ritter, die roten Soldaten und wir, die blauen Kämpfer, die bereit waren, für ihren König das Leben zu lassen. Es war klar, dass das lilane Königreich auch noch andere Verbündete haben würde. König Protag sagte uns, dass er das graue Königreich mit ein paar Diamanten anheuern konnte. Wir hatten also noch ein weiteres Königreich, das uns unterstützen würde. Wir kamen bei den lilanen Inselgruppen an, als bereits die Sonne untergegangen war. Das passte sehr gut, denn dadurch konnten wir uns unbemerkt in die Nähe der lilanen Burg schleichen. Es war ein großes Chaos, aber König Protag sagte, dass er diese Schlacht anführen würde. Es versammelten sich alle, um gespannt den Worten und Plänen von König Protag zu lauschen. All we need to do this is one good hole in their wall thanks to our siege machines. I have 3, they will be targeting 1 point. As soon as the hole opens, we must all PvPers charge inwards and take hold of their kingdom. Clear? Move. Let's go, boys! Let's hunt down some purple rats! Alright. The purple castle should burn! The purple castle should go down. Let's go, everybody. Let's go to war! Als sich alle Soldaten in Bewegung setzten, konnte man das Stampfen der schweren Eisenstiefel hören. Wir waren bereit, alles zu geben und liefen los. Wir erreichten die zweite Insel der westlichen Inselgruppe. So wie auch wir hatte das lilane Königreich eine Lavainsel. Das würde bedeuten, dass die Burg von Lila mit Lava geschützt sein würde. Außerdem erwarteten uns bestimmt Feuerpfeile, die aus der Sicherheit der lilanen Burg verschossen werden würden. Watch out, they're shooting flaming arrows! We are taking fire. They seem to miss. We're getting attacked. There's the purple castle. Around the corner. Let's go. Let's follow King Protag.
Around the corner and straight to the castle. Verified. I'll place the first TNT to get us in. Let's I'll go. place the first one. Wir waren nur noch wenige Schritte von der Burg entfernt. Hier stand ein kleines Bauernhaus, das verlassen wurde. Das nahmen wir natürlich sofort als Deckung. Jetzt war es an der Zeit für das Gespräch zwischen Lord Adam und Tricolor. Vielleicht würde Tricolor durch die Anzahl der Soldaten eingeschüchtert sein und König Bill freilassen. Das bezweifelte ich aber und hielt meine Waffen für einen möglichen Angriff bereit. Wir beobachteten das Gespräch und mir fiel auf, dass auf den Mauern die Reiter des Grünen Königreiches bereits warteten. Es bestand also zwischen Lila und Grün ein Bündnis. Aber selbst mit dem Grünen Königreich war Tricolor immer noch in der Unterzahl. Wir wussten, was gleich bevorstehen würde. Um uns richtig auf den Kampf vorzubereiten, hielt der graue König eine Rede. You're going to allow these vermin to stand before you now? Hell no. No, my lord. We're gonna break these walls, take them by their throats, and crush it with our bare hands. They're getting on Let's go! Everybody attack! Let's attack the purple rats! In battle! Attack! Fire all your flame arrows! Let's set them burning! Every one of them should burn! I'll let you do your thing. Let's go, let's go, let's go! Okay, we need to go. The defenses. We need to come closer. The cannons. Fire the cannons! Oh my god. Oh yes, destroy the walls! Destroy the walls and we can walk inside and There's no just way to get slaughter in. any one of them! I don't think we can Fire, get in. fire, fire! We need more fire! I need two gaps. Is there a way to go inside? We need more cannons! You got gas. We need more cannons! I tried to get them on the wall! We somehow need to break through! Okay, I got one. We need a roof. Oh, everybody! We need to breach through somehow. Somebody has a bomb! Okay. Calm down, everybody, calm down! We can survive. What are they doing with all the lava? I hit one. I hit one. What are they doing with all the lava? I'm getting shot at. Somebody get. We hit one, nice. Don't shoot me. What should we do? Roll up. What the We cannot swim through the lava. Push in. I got him, push in. Watch out, everybody. Push in! Okay, there's a wall! There's a wall on the wall! Push in, everybody! It's a good hole! Get in there! Push in! Everybody in! It's a good hole! Let's go, everybody inside the walls! It's a bit down. Oh my gosh, dude. Let's go! Go! Everybody! The TNT trap! Fall back, everybody! Fall back! Fire the cannon! We need to get inside! There's a way in! Okay, everybody! Everybody ambush! Let's go! Let's go, everybody inside! Where's the entrance? Where can we get inside? Here? No, there's no way in here. Everybody fall back! Wait, how do we get in? Yeah, we can go inside! Okay, we're inside the purple castle. Wait, we already took it? We got it! Oh yes, we defeated the purple rats! Your king is dead. Long live King Bill! Alright, Luke, let's ride. What happened to Phobos? Did you got him? No, he died in battle. He got shot. I watched it. It was hilarious. So you got your revenge, that's good. Wir hatten es geschafft. Wir konnten Tricolor und seine Armee besiegen und haben König Bill aus dem Verlies befreit. Es war ein siegreicher Tag für das gesamte östliche Bündnis. König Emerald, der König der Grauen Insel, nahm seinen Lohn und verschwand mit seinen Soldaten. Wir waren erleichtert, dass wir es geschafft hatten, unseren König zu retten. Der Strand war nicht weit und wir konnten wieder in unsere Boote steigen. Der Weg nach Hause wurde mit einer kühlen Brise begleitet. Die Schlacht war gewonnen, der Krieg jedoch, der hat erst begonnen. Fast schon wie auf Wolken schritten wir zurück zu unserer Burg. Ein großes Fest stand bevor. Wir mussten die Befreiung von König Bill feiern. Doch zuvor sollte erst noch etwas ganz anderes passieren. Now, I would like to knight some people here for the bravery in battle. However, I did not see it because I was trapped in a cage. Do you have anybody in mind? Did you see any exemplary efforts from our few subjects standing before us? Randoms and Luke. Luke, please step forwards. My lord. Oh, wait, that sword is... Wait. That sword is pretty sharp. Please be a little bit careful. Steadfast protector of this realm. Wait 1 second. Okay. Okay, my king. I will protect you with all my life. My closest and most exemplary soldier on the battlefield. Thank What you, my happened? lord. What did I miss? And my loyal friend. Please continue your service. Protect all of these subjects before us. I don't I will.
Thank you very much, King Bill. Islands being Long live King Bill! Congratulations. Damit war ich jetzt offiziell ein Ritter des Blauen Königreiches. Ich wusste, dass ich jetzt eine noch größere Verantwortung haben würde. Aber ich war bereit, diese Last zu tragen. Die Mauern unserer Burg wurden fertiggestellt. Rivon und seine Arbeiter arbeiteten Tag und Nacht. König Bill war zufrieden, denn wir wussten, dass der Friede, der gerade war, nicht lange anhalten würde. Und sollte es zu einem Angriff kommen, dann würden uns diese Mauern schützen. Um unser Bündnis zum Roten Königreich noch weiter zu stärken, entschieden sich beide Könige, eine Brücke zu bauen. Diese Brücke sollte die Rote Inselsgruppe mit der Blauen Inselsgruppe verbinden. So würden sich die Soldaten im Notfall schneller bewegen können. Außerdem konnten wir dadurch auch mit Pferden zu der anderen Inselsgruppe reiten. Es war wieder ein Tag zum Feiern. Nur lieber nicht mit dem Kaktussaft des Roten Königreiches. König Bill höchstpersönlich lud die Soldaten des Blauen Königreiches zu einem Umtrunk in den neuen Bankettsaal ein. Schon bald sollte sich hier auch noch ein anderes Königreich versammeln. Aber jetzt war noch die Zeit des Friedens. Als Ritter bekam ich ein volles Diamant-Rüstungsset. Es gab zwar keinen neuen Helm mehr, aber dank der Schlacht konnten wir einen Helm der Gegner mitnehmen. Jetzt musste nur noch der Federschmuck blau eingefärbt werden und ich wäre bereit für die nächste Schlacht. Plötzlich kam Lumi zu mir und wollte mit mir reden. Irgendetwas war vorgefallen, aber er wollte, dass wir das alles im Privaten bereden würden. Denn die Nachricht, die er hatte, war nicht für alle Ohren bestimmt. Into the outpost. Alright. Make sure no one's following. I think we are alone. Because I trust you to keep this secret. Oh, thank you very much. I'm wondering what it will be. See, but first I need to ask you a question, and I'm gonna do a little questionnaire, right? Whisper if you can. Whisper if you can. Okay, I will. How loyal are you to King Bill? I mean, do you trust him completely? I mean, he did not bad. Are you sure? Yes? Because recently I feel like there's a tyrant rising, and A tyrant. I'm scared, Luke. Do you see the way he's treating his people? He leaves us off to do our own work. He doesn't pay us fairly, doesn't treat us fairly, Oh, okay. and he just expects us to do everything, run his kingdom for him, basically. We need a new king. I think it's time for a different king. I mean, I don't think Bill cares enough for his people. Yes, if all goes well, then Dredd will support me, and we can overthrow the tyrant. But make sure not a word of this goes to anyone. Of course. Understood? Yes, I understand. Not even to Bill, not to Adam, none of the other knights. Yeah, here's Swear. a promise carrot. I swear on this carrot. Ich wusste, dass wenn die Revolution passieren würde, bräuchte ich einen Verbündeten. Ich war mir noch nicht sicher, auf welcher Seite ich stehen würde. Aber jetzt verstehe ich auch, warum Lumi damals die heilige Waffe nicht an König Bill geben wollte. Die einzige Person, der ich wirklich zu 100% vertrauen konnte, war die Person, mit der ich zusammen aufgewachsen war. Leo und ich unterhielten uns in dem Turm, in dem ich mich auch mit Lumi unterhielt. Wir waren uns beide nicht sicher, was wir machen sollten, wussten aber, dass wir uns, komme was wolle, immer beschützen würden. Wir beide wussten, dass bald etwas Schreckliches passieren würde. Als wir den Turm verließen, sahen wir Lumi, wie er mit jemand anderem vorbeiritt. Die Vorbereitungen der Verschwörung waren im vollen Gang. Wir bekamen die Benachrichtigung, dass bald eine weitere legendäre Waffe auftauchen würde. Von daher machten wir uns auf den Weg zum nördlichen Königreich. Dafür mussten wir das Territorium vom hellblauen Königreich betreten und wir wussten, dass es eine gefährliche Angelegenheit sein würde. Aber dennoch konnten wir nicht zulassen, dass jemand anderes außer unserem Königreich eine legendäre Waffe erhalten würde. Oh! Ah! My blue allies, we take this objective easily. And my red allies. And the red. Oh, watch out, Aqua! Watch out. Aqua's approaching. Oh wow. We've chased away the Are we gonna protect this here? Oh no, there's one aqua person right there. Oh, there are more Aqua persons. Watch out, watch out. out. Wie erwartet kamen die Soldaten des hellblauen Königreiches und wollten die Waffe für sich beanspruchen. Wir wollten den Berg, auf dem die Waffe auftauchen würde, verteidigen. Neben den Soldaten des blauen Königreiches waren auch noch Protect und seine Leute und auch Soldaten des roten Königreiches an der Stelle der heiligen Waffe. Plötzlich tauchte Gumrock, der hellblaue König, auf und forderte Protect zu einem Faustkampf heraus. Der Gewinner sollte die legendäre Waffe bekommen. Jedoch war das alles nur eine Ablenkung für etwas ganz anderes. Why would I leave? Do not present such silly ideas. The winner of this fisticuffs gets the legendary weapon. What do you say? Do they not respect your royalty? No, we're going back to blue. Yo, Red is betraying. What happened? Red's betraying. Wait, Red betrayed us! Attack Red! Attack Red! I'll block her. They betrayed us. Wait. Oh, okay, come on. You wanna fight? Let's go. Oh my god, no, not the lava! No! Not the lava! Oh, no, not again. Not again. And there's a walker. I need to get out of the water. Okay, back to the castle. Oh, there you are! There you are! Something really bad happened. We got betrayed by Red. Everybody, let's go. Wie der Zufall es so wollte, befand sich Dredd genau zu diesem Zeitpunkt des Verrates in unserer Burg. Und glücklicherweise konnte ich allen rechtzeitig vom Verrat berichten und somit wurde Dredd in unseren Kerker gesperrt. Lumi, I think we have a big problem with King Bill. I need to tell you something in private. Do you know what just happened? They just captured Smiles and Dredd after they came here willingly for a banquet. They didn't even send those. He didn't even send the red team to attack us. And now they're imprisoned. We need to free them. The banquet apparently has been called up because Protect doesn't want to come, but I still feel like we should find a way to overthrow the king.
because this is unfair behavior. Dredd came here on friendly terms, and now he's being imprisoned for something that isn't even his fault. Do you see what I mean? There's a tyrant rising. We need to end it. Ich wusste nicht, ob ich Lumi vertrauen konnte. Immerhin wurde ich auch von den roten Soldaten angegriffen. Selbst wenn König Dredd damit nichts zu tun hatte, hatte ich kein Vertrauen mehr zum Roten Königreich. Von daher entschied ich mich, die Brücke, die wir erbauten, um ein enges Bündnis zwischen Rot und Blau zu haben, mit Feuerpfeilen niederzubrennen. Wir brannten die Brücke ab, um ein Zeichen zu setzen. Aber nicht nur diese Brücke wurde zerstört. Alle Verbindungen zum Roten Königreich wurden aufgelöst und wir wussten, dass etwas Schlimmes bevorstand. Um uns auf das Schlimmste vorzubereiten, brauchten wir bessere Rohstoffe. Vor allem mussten wir irgendwie an mehr Pfeile kommen. Dafür blieb uns nur eine Möglichkeit. Wir mussten Grün angreifen. Wir entschieden uns für eine Insel, auf der es Flint gab. Wir bereiteten uns auf eine Eroberung vor. Wir segelten an der Küste entlang, um einen Ort zu finden, an dem wir aus dem Boot aussteigen konnten. Das Grüne Königreich wusste bereits, dass wir unterwegs waren und bereiteten sich wahrscheinlich auf einen Hinterhalt vor. Sobald wir aber an Land gehen würden, würde die Eroberung beginnen. Right here. Oh, we can go. Right here. This granite step. You can step on it. And Let's just go. Okay, we can just go here. What? Okay, everybody, let's go. Jump onto the sand. Jump onto that. Jump on. Ah! Oh yeah, here, Flay. Sorry. Let's go. Well, let's go. Let's sneak, everybody. All right, loud route. Oh, no, they're the soldiers. They saw us. All right, I say we pay. All right, payday 2 this. Get the cannon out. Oh yeah. Okay, let's We're go. going loud mode, guys. Let's fight We've been directly. spotted. Let's go. Let's go. Okay. Let's go with the cannon. Attack, everybody, attack. Cannon picks up for now. Okay. Wait, they're burning the trees. Okay, maybe So you we should have cannot waited hide. for that cannon placement. Yes, This yes. does not feel like a Wait, good that's idea. a little bit slow. Look, they already saw us. They started shooting. It's all It's walled loading. up. Someone Okay, outside. let's go. Look Then at let's that go. BS castle. Oh, I dropped my bow. Look, Let's wait, go. what did they How do build? I fire? Wait, can we not burn burn the castle with our Castle? arrows? Everybody, let's go. Let's attack them directly. Shoot the boat. Shoot the cannon. Shoot the cannon if you can. Let's go. Where's I the burned the door. I think it's an aesthetic thing. They're blowing up the walls. Oh, They we blew got a down hole in the there. wall. Wait till the thing's burned down to advance. Yes, I will bomb the big tower. Guys, our entire thing is burning. We shouldn't have Oh, looked you're gonna at go it. down. You're gonna go down. You're gonna go down, Green. Everybody come out. And we will come out and we will spare your life. I have dirt. Come out and we will spare your life, everybody. Can I Come on, have break in, arrows? let's go. Okay, a bow? Yeah, let's break through. It's The open. cannon is burning. The Okay, cannon's gonna everybody get die. together. You guys better It's put your open. cannon It's open. We cannot get through the wall, so we have some more explosive or something. Hey, I have a water bucket. You have. Okay, wait. I tried to burn something here. Kill Axo. What is happening here? Oh, they're outside. Okay, attack. Oh, do not have lava in that hot fire slot. Oh, that's it for you. That's it for you. You're gonna go down. You're gonna go down, my friend. Bye bye! Bomb in my lap. I got you. Run back. Attack him. Get him. Let's go. Oh, yeah, run. Get him. Yeah, get him. Let's go, randoms. Let's light the barrels on fire. Oh, all right. Oh, no. It's got blown away. It's open. We can go. Is there a way inside? That's crazy. Oh, come here, you little green rat. I'm allowed to come back. Oh, yeah. You run now. Okay. Come here, come back. There's a way in right here. Really? Okay, really? you want to be next? Really? Yeah, Okay, you let's should try. run, huh? Oh, no. Okay. There's a way in right here. Wait a second. Oh, you're gonna die. Wait, no. Help, Drop him. everybody. Let him res. Help me. Be quiet, Luke. Be quiet. Is it you? Watch out, there's a walker. Somebody cover me. Positive came back. Let's go. We can do it. Oh, thank you very much. Why is positive? Thank you very much. We can defeat them. Let's attack. There, I Alright, just I will got light some the good bombs armor. on fire. Don't worry. I have a plan. I used the lava to light the bombs. Wait, stand back. Oh, no. Oh, I'm Stand sorry. back. No, hold on. Let's get that other one. Wait, I will light it. Oh, no. Oh, I'm sorry. Okay, No, all good. Does anybody have any more bombs? Oh, it's open. We can go. Run! Let's go. There's a way in. Let's go. We go. We can do this. Alright. But be careful. Build. That's it for you. Like this. That's it for you. Nobody's gonna survive. Nobody's gonna survive. Collect the loot. Yeah, take all the No loot. touching chests, right? I believe that means this was successful. Take all the loot. We got this. We got this island for King Leo, Bill. contact. Wir konnten erfolgreich die Flintinsel von Grün erobern. Jedoch würde das der Grünen Königin überhaupt nicht gefallen. Wir wussten, dass Grün immer noch mit Lila verbündet war. Wir mussten uns auf das Schlimmste vorbereiten. Als wir wieder zurück zu unserer Burg kamen, mussten wir feststellen, dass jemand König Dredd aus seinem Kerker freigesprengt hatte. Ich hatte die Befürchtung, dass es vielleicht sogar jemand aus unseren eigenen Reihen gewesen sein könnte. Wir hatten ein großes Problem. Kurz darauf sagte Lord Adam, er wolle mit mir reden. Bei seiner Flucht hat König Dredd gegen einen Soldaten aus dem Blauen Königreich gekämpft und König Dredd hat dabei gewonnen. Eine Person, die mir nahe stand, wurde besiegt. Lord Adam, where are we going?
What is this crossover here? What is the meaning? No. Luke, I'm so sorry. No, that cannot be. I'm so sorry, Luke. How did this happen? Oh no, Leo. Lord Adam gab mir die Blume der Freundschaft, die ich Leo bei unserem ersten Kampf gegeben hatte. Leo hatte sie anscheinend die ganze Zeit bei sich getragen. Ich pflanzte die Blume an seinem Grab und ich schwor Rache. Ich würde alles daran setzen, König Dread zu jagen. Am selben Abend kam König Protag und seine Soldaten zur Blauen Burg. Er sagte uns, dass er etwas Großes zu verkünden habe. Aber bevor er es verkünden würde, sollten wir alle noch gemeinsam im Festsaal feiern. Sobald die Feierlichkeiten vorbei sein würden, würde er es im Thronsaal verkünden. Am Morgen liefen wir alle in den Thronsaal. Protags Leute waren auf der einen und wir auf der anderen Seite. Beide Könige betraten den Saal und wir wussten, dass eine wichtige Ankündigung bevorstand. We suffer great casualty, great loss of wealth and power against purple, against red, aqua, green and grey. It seems we have no other friends but ourselves. So Lord Protagonist and I have decided to merge our kingdoms into one. And under one banner, and under one economy, we should grow strong, powerful enough to fend off evil from the outside. Protagonist has asked me to become the new king of our joint nation. Long live King Bill! Long live King Bill! Long live! Damit wurde die östliche Allianz aufgelöst und das Goldene Königreich vereinte sich mit dem Blauen Königreich. Es wurde außerdem die Nachricht verkündet, dass ein Turnier der 7 Königreiche auf der Insel des Grauen Königreiches stattfinden würde. Bei diesem Turnier wollten Protag und Bill die Nachricht der vereinten Königreiche verkünden. Da das Graue Königreich ein Söldnerkönigreich war, hatten wir nichts zu befürchten. Sicherheitshalber sollten wir dennoch nicht unsere beste Ausrüstung mitnehmen. Ich versteckte meine größten Wertsachen in einer Truhe in der Burgmauer. Vielleicht hätte ich bei diesem Turnier endlich die Möglichkeit, Leo zu rächen und mir den Kopf von König Dread zu holen. Wir alle stiegen in die Boote und fuhren zur südlichen Inselgruppe. Uns war bewusst, dass das Graue Königreich dafür bekannt war, alles mit einem Kampf zu regeln. Diplomatie war dort nicht so gern gesehen, außer man würde sie mit Diamanten verstärken. Vielleicht könnten wir hier unter Beweis stellen, dass das blau-goldene Königreich das stärkste Königreich sein würde. Wir erreichten den Eingang der Turnierarena und ich sah sofort Soldaten des Roten Königreiches. Das würde bedeuten, dass hier irgendwo Dread in der Nähe sein musste. Wir wurden begrüßt, aber auf eine sehr respektlose Art und Weise. Das Rote Königreich schien ihren Verrat schon lange geplant zu haben. Jedes Königreich hatte seinen eigenen Zuschauerbereich in der Arena. Während wir dort im Zuschauerbereich eingepfercht wurden, saßen die Könige auf ihren Stühlen über der Zuschauertribüne. Mir fiel auf, dass Lila, Grün und Rot zusammen auf einer Seite waren. Waren sie also auch Verbündete? War Rot von Anfang an mit Lila verbündet? Oder hatte sich Tricolor dieses Bündnis etwa erkauft? Die ersten Kämpfe wurden durchgeführt. Es schien schon fast so, als wäre es ein faires Turnier. Doch dann war das lilane Königreich an der Reihe zu kämpfen. Come on, randoms, you can do it! Go blue, go blue! Yeah, go blue, let's go blue! You can do this! Das Finale begann. König Protag gegen König Tricolor. Tricolor hatte es geschafft, Protag so weit zu provozieren, dass er selber in den Ring stieg. Es war ein langer Kampf, aber letztendlich gewann Tricolor. Today we are happy to announce that King William and I hath decided our kingdoms will merge into one. The Western Alliance, thou ally with all 5 of ye together against me and my King William. Do thou really trust each other, though? Thou art on the lands and being hosted by King Emerald, yet if he were a trustworthy king, this would not happen when I light these explosives. Wait, what's going on? What's going on? Nothing happened. Wait. There he goes. Nothing happened. What is going on here? It's Big Slaughter! Let's get outside, let's go! Get outside! There's the lag. Oh my god. We need to protect King Bill! Where's King Bill? I need to protect the king! Who should we attack? What's going on? This is all your fault! Is the prophecy I told you, good king. Thou art most diabolical, King. Oh, step back! I told thee in truth. We are war. You will go down! Grey King is gonna go down! How could you allow this? I need food. Oh my good King Gunlock. Allow me to explain. Warum ist auf einmal alles so eskaliert? Während ich darüber nachdachte, bemerkte ich, dass ich keine Luft mehr bekam. Wo war ich? Ich war unter Wasser. Anscheinend wurde ich ohnmächtig und wurde zur blauen Insel gespült. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Was gerade in der Arena passiert war, würde einen großen Krieg auslösen. Den größten Krieg unserer Zeit. Leo, I promise, I will avenge you. He wants us to end them. No, Sir Phobos. It's what Leo would want. We will defeat them. We win.
Das ist für you, Leo. Es dauerte nicht lang, bevor Protag und seine Soldaten zur Blauen Burg kamen. Uns wurde tatsächlich der Krieg erklärt. Die östliche Allianz stand allein 5 anderen Königreichen gegenüber. Wir wussten, dass wir kaum eine Chance haben würden. Aber dennoch wollten wir nicht einfach so aufgeben. Wir wollten kämpfen. Mein Ziel war immer noch der Kopf von König Dread. Ich musste es tun. Für Leo. Ich bekam den Auftrag, die Schiffe des östlichen Königreiches hinter der Burg zu verstecken. Das konnte nur eine Sache bedeuten. Es gab einen geheimen Notfalltunnel. Sollte der Angreifer es schaffen, in die Burg einzudringen, dann würden wir durch den Notfalltunnel fliehen. König Bill sagte mir im Vertrauen, dass, sollte es wirklich so weit kommen, wir alle zur Burg von Protag fliehen würden. Hoffentlich würden wir aber diesen Plan nicht umsetzen müssen. Die feindlichen Armeen tauchten auf unserer Insel auf. Vor uns stand eine scheinbar unbezwingbare Macht. Ich sah, dass die ersten Trebuchets aufgebaut wurden. Diese Maschinen waren in der Lage, riesige Gesteinsbrocken auf unsere Mauern zu schleudern. Es wurde langsam ernst. Bevor der Kampf aber beginnen würde, war es Zeit für eine letzte Rede von König Tricolor. Protagonist, I have slain you in battle once, and my forces will slay you again. From the first day on this kingdom, you destroyed the Purple Kingdom. Now we will have our vengeance upon you. Little too late, Tricolor! Attack! Attack! Die ersten Pfeile flogen. Damit begann der Krieg auf den östlichen Inselgruppen. Die Trebuchets wurden beladen und feuerten ihre riesigen Gesteinsbrocken ab. Everybody, watch out for the Trebuchets! We need to destroy them! Oh my! Take out their siege machines. Aim for the siege machines, everybody! Aim for the siege machines! Get rid of this water. If there's no siege machines, they cannot come inside. Stop hitting Aim me! for the siege Sorry. machines! Let's go, everybody! Aim for the siege machines! Let's go, let's go, let's go! The water just... They're coming from the side! Yes. There's a They're hole from in the the wall. side There's a here. hole in the wall. Where? A hole in the wall! There. They're inside! Oh, They're they're in the inside! wall. They're They're coming inside! They're coming in! Everyone get going. Everybody, use the tunnel, use the tunnel. retreat! It's broken. Everybody Get up up, here! get up. We need to protect the inner walls! Let's go, everybody! Everywhere. Das war der Anfang vom Ende. Die gegnerische Armee hatte ein Loch in die erste Verteidigungslinie gesprengt. Defend the inner walls, everybody! King Bell, Oh, no. we must retreat! Oh no, what's happening? Everybody retreat! Everybody to the secret passage! We need to go! I shall cover thy retreat. Let's go, let's go, let's go, everybody Yes, retreat! yes, take it, take it! Down here, Where's down the here, tunnel? all, down Where's the here! tunnel? Let's take the boats, let's take the boats! Okay, let's Go, go! my little men! Where's the king? Is the king here? Down here! Is the king with you? Okay, Where's so the where do we king? go? The Superior Gold Castle. How do we get... Okay, let's go. Let's go, everybody How in the do we boats. get I have a pickaxe. I have a pickaxe. We need to open the Stop wall. breaking the wall. Wir stiegen in die Boote und segelten so schnell wir konnten zur Burg von Protag. Die goldenen Soldaten verrieten mir, dass sie eine geheime Waffe haben würden. Ich war bereit, ihnen mit allen meinen Mitteln zu helfen. Wir erreichten als erstes die Burg durch einen geheimen Gang im Berg. Mir blieb aber nicht viel Zeit, um das alles zu bestaunen. Wir rannten so schnell wir konnten den Weg nach oben. Kurz nach uns kamen König Bill und Protag an. Wir wurden sofort über den geheimen Plan informiert. We have been preparing a strategy at the Gold Team called Magnum Opus. It is a strategy where we mount siege machines into boats and we can attack from anywhere on the water. Now they are currently on our beaches. So, we have some siege machines up in that tent right there where the beds are on the right side double chest. Take those to use them on the walls, but I don't think we have too many. Während die eine Hälfte Magnum Opus vorbereitete, ritt ich gemeinsam mit Lord Adam zur äußeren Mauer. Ich war bereit für den letzten Kampf. Wir alle hofften, dass der geheime Plan von Protag, Kanonen auf ein Schiff zu befestigen, funktionieren würde. Wir erreichten die Mauern und sahen, dass die feindlichen Soldaten bereits am Strand angekommen waren. Die letzte Schlacht begann. Wir alle wussten, dass wir keine Chance haben würden, aber dennoch hofften wir auf die Schiffe, die mit den Kanonen beladen sein würden und unsere Gegner von hinten überraschen würden. Thou have saved the best castle for last, I see, and thou wilt struggle on our walls, certainly. Perhaps you are not prepared for what we have to offer today. I guess thou must try. King Emerald, I hath sent thee thy letter a while ago. Consider the same offer, if thou art a man who can be paid off so easily. How about I deliver upon you a new offer? Eat dirt and die. Ah, I shall pay you more than they pay you. Very Is good that supposed then. to hurt? We shall eat dirt, I guess. But we shall go down with glory. We do not doubt. To war! Let's go, everybody! We're gonna die in glory! Let's go! Move the Let's go! artillery. They came through the wall! Everybody! They came through the wall! Watch out, watch out, watch out! Oh, you're alive. You're alive. Oh my god, randoms. I tried to get you. Let's go, let's go.
We need to protect the inner walls. Fire those arrows. Let them. They're coming from behind. Randoms, you have a nice aim. Oh, behind Yes, Fire! Attack! Attack! They're weak back here! The purple rats! Kill them all! They're from behind! Oh no, I hit. I need more arrows. I'm out. I need more arrows. No, they're coming from behind! They're coming from behind! Ich bekam einen Schlag auf den Hinterkopf und plötzlich wurde mir ganz schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, bemerkte ich, dass wir in großen Käfigen eingesperrt wurden. Wo waren wir? Anscheinend befanden wir uns auf dem Dach der grünen Burg. Das bedeutete, dass wir den Krieg verloren hatten. Wir waren jetzt alle Gefangene. Ich wusste, dass es jetzt vorbei war. Wir konnten nichts mehr ausrichten. Die grüne Königin zwang uns in einer Reihe aufzustellen. Wir sollten alle nach und nach in die Tiefe springen. Das war unser Ende. Are we saying my name? No flowers in the afterlife. Allow me my Keep going. Keep moving. One at a Keep time. moving. Long live King Bill! Keep moving. Keep moving. Long live King Bill! Bill will die next. Leo, I will join you!